nennt ihn auch Tibet Mastiff, tibetanische Dogge, Tibet Dogge oder Tibetan Mastiff, ist ein aus dem Hochland Tibets stammender Herdenschutzhund, der als eine der ältesten Hunderassen Ostasiens gilt. Geschichte und Herkunft des Doki. In der Antike rankten sich einst viele Mythen und Legenden um den Doki, so auch, dass es sich um ein Fabelwesen handelt, das halb Löwe und halb Hund sein solle. Erstmals wurde der Hund bereits von Aristoteles als Hund mit kolossalen Knochen, muskulös, großköpfig und schwer erwähnt. Zunächst vermutete man, dass es sich bei dem Doki um den Urahn aller doggenartigen Hunde handelt. Durch Untersuchung der DNA aus dem Jahr 2017 kam man aber zu dem Schluss, dass keine direkte Verwandtschaft mit Molosserartigen Hunden besteht. Da Tibet bis etwa 1959 wegen seiner Lage von asiatischen und auch westlichen Einflüssen praktisch vollkommen isoliert war, blieb die Rasse lange genetisch weitgehend unverändert. Im Hochland des Himalayas beschützte der Doki die Viehherden der Nomaden vor Schneeleoparden und Wölfen und war ein wachsamer und genügsamer Begleiter der Karawanen, die mit wertvollen Gütern unterwegs waren. Als einer der ersten Dokis, die in die westliche Welt gelangten, gilt ein Rüde, den der damalige Vizekönig Indiens, Lord Hardinge, der großen Hundeliebhaberin Queen Victoria im Jahr 1847 zum Geschenk machte. 1961 wurde der Doki von der FCI anerkannt. Seit 1976 wird der Hund in den USA und ab 1979 auch in Europa regelmäßig gezüchtet. Leider werden Dokis inzwischen gerade in China als Statussymbole für hohe Summen gehandelt und wurden so für unseriöse und profitorientierte Züchter zu willkommenen Gelddruckmaschinen. Dabei werden vermehrt Mastiffs und Doggen eingekreuzt und unnatürlicher Riesenwuchs sowie die Bildung von Falten um Augen und Schnauze forciert. 2014 wurde in China auf einer Luxushaustiermesse ein junger Doki-Rüde für angeblich 1,4 Millionen Euro verkauft. Dass man in China nach wie vor gerne an Mythen glaubt, belegt auch die Aussage des Züchters, in den Adern seiner Hunde fließe Löwenblut. Erscheinungsbild des Doki. Die FCI legt eine Widerristhöhe von mindestens 66 cm für den Rüden und 61 cm für die Hündin fest. Das nicht festgelegte Gewicht liegt je nach Geschlecht zwischen 35 und 75 Kilogramm. Der Tibet Mastiff hat eine Lebenserwartung von 12 bis 15 Jahren. Die kraftvollen und imposanten Hunde bewegen sich leichtfüßig und agil. Dabei erinnert sein Gang bei zunehmender Geschwindigkeit an das Schnüren eines Fuchses. Das wetterunempfindliche Haarkleid, das im Aussehen an einen Bären oder Löwen erinnert, ist hart und dicht, wobei das Deckhaar nicht allzu lang und die Unterwolle im Winter von besonders dichter und wolliger Natur ist. Nach Abwurf der Unterwolle im Frühjahr wirken die Hunde deutlich schlanker. Als Fellfarben erlaubt der Rassestandard Schwarz, Blau, Gold in allen Nuancen von Gelbgold bis hin zu dunklem Rotgold und Zobelfarben. Das Fell darf auch lohfarbene Abzeichen besitzen. Dokis benötigen einige Zeit bis zum Erwachsenendasein. So brauchen Hündinnen etwa 2 bis 3 Jahre und Rüden sogar 4 Jahre, bis sie komplett ausgereift sind. Wesen und Charakter des Doki. Dokis haben ein sehr souveränes Naturell, besitzen ein starkes Territorialverhalten und sind ausgezeichnete Wachhunde. Fremde oder verdächtige Vorkommnisse melden sie mit tiefem, eindringlichen Gebell. Wird die Tibet-Dogge von früh auf mit Kindern sozialisiert, ist sie auch als Familienhund geeignet. In ihrem Charakter vereinen die Hunde eine archaische Wildheit mit einem durchaus verspielten Wesen und ausgeprägten Charme. Sie bauen eine starke emotionale Bindung zu ihrem Besitzer auf. Dokis, insbesondere als Rüden, neigen anderen Hunden gegenüber zur Dominanz. Normalerweise ruht der Hund in sich, kann sich aber bei einem Angriff durchaus entschlossen zur Wehr setzen. Mit ausreichender Erfahrung lässt sich der intelligente Hund trotz seiner Eigenwilligkeit gut erziehen und verträgt sich auch gut mit anderen Haustieren. Dokis eignen sich auch zur Ausbildung zum Rettungs- und Therapiehund. Auslauf und Pflege des Doki. Die athletischen und schweren Hunde lieben es, ein großes Terrain zu bewachen. Idealerweise ist das Gelände dementsprechend eingezäunt. Wind und Wetter
machen dem urwüchsigen Hund nichts aus und daher hält er sich zu jeder Zeit auch gerne im Freien auf, freut sich dabei aber auch über eine gemütliche Hundehütte. Eine Zwingerhaltung sollte man dem menschenbezogenen Hund nicht antun. Da außerhalb Tibets nur eine relativ kleine Zuchtbasis existiert, summieren sich inzwischen die Risiken für Inzuchten. Als genetisch bedingte Krankheiten wurden in jüngster Zeit gehäuft Epilepsie und Hüftgelenksdysplasie diagnostiziert. Doki-Weibchen werfen nur einmal im Jahr und verantwortungsvolle Züchter geben den Hündinnen mindestens einen Zyklus Zeit bis zur nächsten Schwangerschaft. Das Fell muss regelmäßig gebürstet werden, um Verfilzungen zu vermeiden.